So, da sind wir wieder. Ich habe gerade gesehen, bei der Einblendung unten links, wenn immer die Uhrzeit und der Tag und so weiter angezeigt wird, sieht man auch immer die 4,4 Inches, also beziehungsweise wahrscheinlich die Höhe des Wasserstandes, also wie eng es wird. Und wir sind jetzt wieder eher. Ich will eigentlich gerade Gedanken lesen, aber anscheinend hat er gerade keine. Und wir haben hier Scott Shelby. Scott Shelby, das sind ja wir, also unser Ding, ne? Okay, schade. Ich dachte, vielleicht gibt es da oben ein kleines Gimmick, aber dann anscheinend nicht. Aber vielleicht passiert hier jetzt was. Ah, sie ist schon da. Lauren? I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Autsch. Wir sind unter Wasser. Oh shit, quick time events incoming. Lauren! No! Oh shit, sie ist auch dabei. Shit! Oh fuck. Wir können uns oben einmal vielleicht irgendwie... Das geht... Ach verdammt. Links nix. Wir können sie mal wecken. Lauren, wake up! Okay, da passiert auch nichts. Wir müssen eigentlich da weitermachen. Okay, da sind wir schon mal frei. Okay. Können wir hier irgendwie da hinkommen? Komm schon. Goddamn fool. Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. Ah. Aua. Ah, okay. Wir haben jetzt einen... Komm, schneid dich frei, komm. Oh, shit. Ja, aber wir sind frei. Zumindest das. Können wir sie jetzt aufwecken? Komm, wach auf. Oh shit, komm. Und... Jawohl, und schnell. Wir müssen sie mitnehmen und hoch. Warum nimmt er sie nicht mit? Was? Was? Nein! Hätte ich irgendwas machen können noch? Wieso läuft er einfach weg? Hä? Okay, bevor ich das tue. War das gerade geskriptet, dass sie stirbt? Oder war sie schon tot? Och du Scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine gewisse Wut, die natürlich gerechtfertigt ist. Selbstjustiz ist nicht immer das Richtige. Oder wie man sagt, nie das Richtige, aber es ist auf jeden Fall verständlich. Dann zeigen wir den Arschlöchern mal, was hier abgeht. Und tschüss. Gute Idee.
mit der Waffe in der Hand. Der ist, glaube ich, tot. Where are you, you old bastard? Your office? Einmal weniger. Muss mich schon wieder konzentrieren, ey. Und du auch. Und du. Au. Nein, fuck. Scheiße, ich bin getroffen, oder? Fuck. Wieso verkacke ich denn jetzt die verdammten Quicktime-Events? John Shepard died 30 years ago. Hope his mother has all the answers to this puzzle. Ich weiß, wir spielen jetzt wieder sie, aber meine Gedanken gerade... Hätte ich da jetzt irgendwas anderes machen können? War das gut, wie das war? War es nicht gut? Ich meine, wir haben als Detektiv viele Leute jetzt getötet. Only a few hours left before Sean Mars dies. Und wir sind Hope I'm not getroffen, wasting my time. aber wir leben noch. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Okay. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Okay. Alzheimer wird uns wahrscheinlich bei unserer Ermittlung nicht unbedingt helfen. Oder? Werden wir wahrscheinlich nicht viel mitkriegen. Hier haben wir nichts mehr, ne? Oh. Das ist the end of the Ding war's. Es irritiert mich gerade. Also ich weiß nicht, ob ich... Die Quicktime-Events, ey. Ja, warte mal, bis sie weg ist. Und klauen uns. Achso. Ich wollte die eigentlich mitnehmen. Aha. Okay. Warum können wir uns die Blüten angucken? Ist das ein Sinn? Oh. Okay. Am Ende links war es, glaube ich. Mein Kopf ist gerade immer noch bei der Situation gerade. Also, hä? Room 19. Ah. Where is that? Raum 19. Das ist 20, dann ist hier 19. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... My name is Madison Page. I'm a journalist.
I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Was war das vorherige Hospital? Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Your other son, Mrs. Shepherd. John's twin brother. What was his name? What other son? Oh, I have no other son. I never had any children. Oh. Hätte ich jetzt noch mal was fragen können? Origami. Aha. Vielleicht erkennt sie das. I love origami, but that's not my favorite one. Ah, wir sollen jetzt also das Origami machen. Okay. Achso, jetzt habe ich wieder zugemacht. So. Der Kranich. Wir haben den Hummingbird. Wir haben den Hund. Wir haben den Frosch. Okay. Wir fangen mal von hinten mit dem Frosch an. Welches ist Ihr Lieblings? I love origami, but that's not my favorite one. Okay, einfach die gleiche Line nochmal. Dann ist es vielleicht nicht der Frosch. Wäre jetzt auch nicht mein Favorite, aber... Der Hund? Ich mache... Wahrscheinlich ist es wieder egal, wie ich es probiere, oder der letzte, aber... Ich kümmere mich noch auf die Geschichte mit dem Detective, na klar. Und vor allem, warum sie gestorben ist und ob wir das hätten verhindern können. Weil es gab ja da keine Option, oder habe ich irgendwas, also habe ich es nicht gesehen? Es geht mir gerade nicht aus dem Kopf raus. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max? All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Das muss doch aber auch einen Grund gehabt haben. Kann ich... Nein, halt. Da. Hey. Die Steuerung manchmal. Ich wollte eigentlich an das Buch nochmal hin. Ist jetzt alles? Alright, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. Okay. Seems to be working. She's remembering stuff. Gotta find something else to show her. Ja, das dachte ich mir doch gerade auch. Alright, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. This woman might be the origami killer's mother. Must be some way to get her to remember. Alright, no point in wasting my time.
I won't learn anything more by staying here. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Okay. Sie beharrt also darauf, dass sie nur einen Sohn hatte. Das ist ein Stück weit weird. Was haben wir hier noch? Okay. Nette Wand. Nettes Gimmick, aber... Hä? Also sie... Ich kann jetzt auch nicht nochmal eins falten. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Sie beharrt darauf... Setzen wir uns mal dahin. Sie beharrt darauf, dass sie nur einen Sohn hat. Huh. Macht für mich gerade nicht so viel Sinn. Und auch... Huch. Komm schon. Steuerung manchmal. An den Schränken haben... You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Okay. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Always drinking. They didn't have an easy life, you know. Also doch 2 Söhne. Und ich werde den Gedanken nicht los, dass wir jetzt draußen die Blumen einmal kurz stibitzen müssen. Ich hoffe, jetzt resettet es nicht. Also, dass die Lore weitergeht. Okay, gut. Wir müssen einmal kurz die Blumen da vorne wahrscheinlich klauen. Her memory is coming back. Don't stop now. Just remember. Ja, dafür müssen wir aber hier einmal kurz... Genau. Eine Blume klauen. Und ihr wahrscheinlich mal hinstellen. Wir waren bei 19. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Okay, nochmal so ein Hint. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Did she ever mention her sons? Sons? Well, she often mentions John. I think he drowned. Does she ever talk about her other son? I didn't know she had another one. I've never heard her mention it. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Achso, ich konnte doch noch mal was fragen, oder? Ha, okay. Na gucken. Gucken wir mal, ob wir mit der Blume einen Schritt weiterkommen. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand.
foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Jetzt bin ich gespannt. Natürlich erfahren wir es nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich auch zu langweilig. Und Orchideen lagen auch auf den Leichen. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole! I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Okay, hat er jetzt gerade das komische Zeug genommen? Weil wir konnten gerade nicht entscheiden. Aber dann gucken wir mal nochmal, ob wir jetzt was rausfinden. Die Files. Wir haben ja die Tire Tracks, die Orchidee, Origami-Figur. 2 receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Ja, wir haben... The gun the killer left at the Blue Lagoon. Perhaps there's some way of tracing its history. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. Okay, die Frage ist, ob wir bei den alten Sachen noch was analysieren können. Okay, da war nicht. Ich gehe jetzt trotzdem alles nochmal durch. Das hilft uns aber auch nicht für die Geoanalyse an dem, in dem Moment. Ach, scheiße, falsche Richtung.
Ich will jetzt alles nochmal machen, weil, wie gesagt, wir wissen halt ungefähr, wo die blühen, aber das hat uns ja damals auch nicht weitergeholfen. Die Origami-Figur. Ist da nochmal was Neues? Ne, bringt uns... Ja gut, wir wissen halt, wo das war. Okay, aber dann machen wir mal die Gas Results. Ugh, that doesn't get us anywhere. Okay, die Analyse selber bringt nichts, aber wahrscheinlich die Geoanalyse, ne? The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Okay, immerhin. Bringt uns das mal was? Wie sieht's mit der Waffe aus? Kaliber 45. Impounded in a police case 5 years ago. The gun is still supposed to be in police custody. Who checked it out? If not a cop. Aha, interessant. Das hilft uns nichts. Okay, ich dachte vielleicht bringt es was für... Von wegen der Polizeidienststelle und so weiter. Gucken, da hinten ist ein Fragezeichen. The fuck? Okay. Okay, wir können es mal abspielen. Da lagen die Glasses hier auf dem Boden. Hat er eine Maske auf? Okay, wir können es mal kurz analysieren. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Ah, okay, I get it. Wir können da jetzt wahrscheinlich so... Okay, warte mal. Und jetzt können wir das wahrscheinlich analysieren. Okay, das war einfach nur das Schwert. Da war doch gerade was. Okay. Eine Watch. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich analysiere mal out of the blue. Okay, nichts weiter. Dann gehen wir mal da nochmal ein bisschen zurück. Können wir hier nochmal analysieren? Das ist auch die Watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Aha. Das hat auf jeden Fall was mit dem Polizeipräsidium zu tun. Ha. Oh oh. The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. Killer is a cop. Können wir jetzt noch mehr hier? Achso, ne, ich wollte eigentlich da nochmal irgendwas analysieren. Ne, ich glaube ich dann nur die Watch mehr. Finden wir da jetzt glaube ich nicht raus. Das ist weiterhin die Watch. Da nochmal. Okay, impossible. Das Katana hat da damit nichts zu tun. Und sonst können wir wahrscheinlich auch... Ja, okay. Gut. Dann machen wir hier mal Stopp. Machen wir Geoanalysis. Ha, nichts. Aber ich meine, irgendein Cop, der in der Gegend wohnt, das hätte uns ja irgendwie schon was bringen können, oder? Looks like the killer is a cop. Carter Blake. That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars.
Puh, verdammt gute Frage. Ich glaube, das ist zu einfach. Achso, okay, da können wir jetzt nichts analysieren. Cop. There's only one cop in that geoprofiling zone. Gotcha. He owns a warehouse on the docks. If I'm wrong, Sean Mars is dead. Hä? Wir kriegen immer noch keinen Namen genannt. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Blake ist. Also er steckt wahrscheinlich mit drin, aber... Oh, jetzt geht die Szene weiter. Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Need to get help fast. John's gonna drown. John's gonna drown. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. I've gotta get Dad. He's the only one that can save John. Vermute mal irgendwie hier rüber. Gotta find someone. The water's still rising. John won't be able to hang on for long. Hold on, bro. I'll find someone. Dad will come back and save you. This place is completely deserted. There's no one. Dad, it's John. He fell into a pipe. He's Get out of dying. here, you little pest. Leave me You alone. gotta come, Dad. Come on, John's gonna die. John's gonna Well, die. that'll be one less greedy mouth to feed, won't Boah, it? du Arschloch. Go away. Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. John's gonna What did die, I tell Dad. ya? Scram! Junge. Please, Dad. You've got to save John. Du kannst halt einfach nur ein Arschloch sein, ne? I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Oh nein. Don't forget about this guy. Oh shit. Es ist der Detektiv. Oder? Scotty, ehemaliger Polizist. Aber das macht keinen Sinn. Was verbrennt da? Da ist die Box. Ach, der verbrennt den Scheiß jetzt. Es macht aber für mich keinen Sinn. Kann ich hier irgendwas anderes machen? Der Brief? Aber er hat doch gesucht.
ist ernsthaft gesucht, oder? Er ist der Bruder und er sucht jetzt... Nee. Da haben wir, glaube ich, auch nichts rausgefunden, oder? Was ist das? Seine Notizen, glaube ich. Ne, die Notizen. Aber doch. Er hat ja auch die ganzen Bodyguards ohne Probleme umgelegt. Skrupel hat er da nicht. Ich meine, er wollte Rache. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, jetzt ist es relativ eindeutig. Oder will uns das Spiel wieder was vorspielen? Und er war der Bruder. Und das seine Mutter. Aber warum bringt er die Kinder um? Vor allem lebt Sean noch. Dann können wir ihn retten.